Gespannt, wie Handelswaffen dort skalieren werden auf dem FEC, wie viel und wie oft die dort droppen werden. Da man eigentlich direkt vom Karai zu Eilun gehen wird und nicht noch ein Jahr im Herneos Dungeon gammelt. Naja, ich meine, du kannst sie craften. Brilliant Amethyst droppt mehr nicht nur bei Herneos. Das ist schon mal das eine. Die Craftability mit Brilliant Amethyst. Das zweite ist, dass man wahrscheinlich eher auf Lusakas Crystal Waffen gehen wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass es halt Leute gibt, die wieder 24/7 Giants farmen. Daher werden wahrscheinlich die meisten Waffen kommen. Kriton wird bestimmt auch heftig gefarmt, weil die Leute werden halt... Also so werde es ich wahrscheinlich machen. Ich werde halt auf ein bisschen XP verzichten, denke ich. Also weiß ich noch nicht. Aber das sage ich auch die ganze Zeit auf Borodeng. Lieber auf ein bisschen XP verzichten. Dafür ein paar tausend Kriton-Questies vorfarmen. So viel, dass es halt für den gesamten FEC reicht. Das wären gar nicht mal so viele. Jeden Tag 20 Stück, also wäre so 4000 Questies each würden schon reichen. Das würde gar nicht mal so lange dauern. Das wären 2-3 Tage in einem Dungeon. Wenn du 2-3 Tage jeden Tag in einem Dungeon lebst mit Skills, jeweils 3 bis 4 Stunden, dann hast du sie. Dann hast du genügend Questies für den kompletten restlichen FEC, um Kriton machen zu können. Holst dir einfach die Questies, verzichtest halt ein paar Tage auf ein bisschen XP. Und dann farmst du Kriton, den gesamten restlichen Server. Ich meine, das wird auf jeden Fall jeder machen. Dann werden die Giants 24/7 abgegammelt, wie immer. Und die restliche Zeit werden die Leute tatsächlich in Wilds gehen, ist meine Prediction. Bis sie stark genug sind für Anku. Weil Anku ist ja schon gar nicht mal so einfach. Also ich meine, Wilds kann man ja sogar mit Bloody Equipment relativ komfortabel farmen. Anku definitiv nicht. Und selbst mit cleanem Hernes oder mit schlechtem Hernes-Equipment eher nicht. Also ich glaube, Wilds wird einen relativ hohen Stellenwert noch haben auf dem Server. Nicht unbedingt wegen den Waffen, aber einfach, weil du irgendwas farmen musst oder willst. Einfach Fragmente auch für Ulti-Schmuck und so. Brauchst ja auch erstmal deinen Ulti-Schmuck etc. Ja. Also im Endeffekt wird es so sein wie der letzte FEC. Die einzige Ausnahme wird halt sein, dass es halt nach Kriton und Wilds weitergeht. Aber die ersten, keine Ahnung, 2 Monate wird es sich wahrscheinlich hauptsächlich um die Herneos Questies drehen, Kriton farmen, Giants farmen und Wilds farmen. Und erst dann wird die breite Masse ready sein für Anku. Vor allem, wenn man sich letzten FEC anguckt, selbst nach ein paar Monaten gab es noch Leute, die mit unterirdischem Equipment in Wilds reingegangen sind. Also wirklich unterirdisches Equipment. 200.000 DPS. Und das auf dem FEC-Server, wo es ja echt einfach ist, mit Penya Flask, mit Red Flask den Damage extrem zu boosten. Selbst nach Monaten sind da Leute noch mit extrem unterirdischem Equipment in Wilds gegangen. Und ich meine, das wird ja dieses Mal nicht anders sein. Ich meine, die gleichen Leute werden dieses Mal genau das gleiche unterirdische Equipment haben. No front, by the way. Mein Equipment war auch lange Zeit sehr schlecht, obwohl ich extrem viel gespielt habe. Deswegen habe ich auch kein Wilds gefahren, weil es zu schlecht war. Am Anfang. Und das wird dieses Mal genauso sein. Und ich meine, diese Leute können Anku gar nicht farmen. Und die wird auch niemand mitnehmen. Also bei Wilds war es vielleicht so, dass die Leute die nicht mitnehmen wollten, weil es dann zu lange dauert. Aber bei Anku kannst und willst du diese Leute nicht mitnehmen, weil du dann die Gefahr hast, weil dann die Gefahr besteht, dass du den Dungeon gar nicht schaffst. Also du kannst bei Anku keinen BP mitnehmen, der 150.000 DPS macht, weil der einfach nur, das ist einfach nur Platzverschwendung. Der hat da einfach nichts zu suchen. Der hat in dem Dungeon einfach nichts zu suchen mit diesem Equipment. Der gehört da einfach nicht hin. Der riskiert nur, wenn irgendwas schief geht, der Knight, der Tank disconnected oder irgendwas schief geht, dass du dann wegen dem seinem Low Damaged am Ende den Dungeon nicht schaffst. Was bei Wilds ja eigentlich nicht wirklich der Grund war, warum die Leute nicht mitgenommen wurden, sondern bei Wilds war es eher so, dass alle einen 20-Minuten-Run haben wollten, schlimmstenfalls einen 25-Minuten-Run, damit man mit einmal Power-Ups zweimal rennen kann. Da ging es mehr um Min-Maxing. Aber bei Anku würde es ja wirklich darum gehen, dass wenn du die falschen Leute mitnimmst, du wirklich den Dungeon wieder nicht schaffst. Und das ist halt inakzeptabel. Und
Entsprechend, wie gesagt, wird halt Wilds noch viel länger auf jeden Fall relevant bleiben, als man sich vielleicht wünschen würde oder als man es vielleicht denkt, weil es einige Leute geben wird, die gar nichts anderes farmen können, also Wilds, weil sie zu schlecht sind vom Equipment her für Anku. Und das wird vor allem Free-to-Play-Spieler treffen, weil ja genau diejenigen sind, die halt für ihr Equipment deutlich länger brauchen, logischerweise. Die Free-to-Play-Spieler werden logischerweise länger schlechteres Equipment haben, also länger auch auf Anku verzichten müssen, außer sie haben halt Connections. Ich meine, wenn du einen mitnimmst, der underperformt, ist es noch okay, aber du kannst auf jeden Fall kein Team mit mehreren Underperformern haben. Also wenn du ein ultra krasses Team hast, logischerweise kannst du dann einen, da kannst du vielleicht sogar 2 Leute mitnehmen. Aber da sind wir wieder dann beim Min-Maxing. Warum sollte ein ultra krasses Team 2 Underperformer mitnehmen? Weil wenn die wirklich krasses Team sind, dann werden die ja auch wieder 20-Minuten-Runs anpeilen. Schlimmstenfalls 25 bis 30, wenn mal was schief geht, aber auf jeden Fall nicht länger als 30, damit du wieder 2 Runs mit einmal Power-Ups machen kannst. A.k.a. Min-Maxing. Und genau so ein Team hatte dann eigentlich auch wieder kein Interesse. Also sie könnten zwar Underperformer mitnehmen, aber warum sollten sie es? Also dann gehen sie lieber zu 6 rein oder zu 4 mit mehreren Chars, holen sich die doppelten Fragmente oder whatever, müssen die Drops durch weniger Leute teilen, verdienen mehr Geld, als dass sie dann Leute mitnehmen, die sowieso nur Ballast darstellen. Also, ja. Und ich meine, Anku ist halt schon einfach ein schwierigerer Dungeon als Wilds. Ich meine, im Vergleich zu Anku ist Wilds ja Kindergarten. Allein schon von den HP, von den Viechern her und so. Also, es wird interessant und vor allem kann sich ja noch was ändern, theoretisch, bis dahin, aber ich denke, so wird es ungefähr ablaufen. Also es wird mehr als genug Leute geben, die effektiv nochmal den gleichen FEC spielen, die ersten 3 Monate oder ersten 4 Monate, bis sie überhaupt mal ready sind für Anku. Und bis dahin können sie nur Wilds und Kriton farmen. Was ja nicht schlecht ist, weil Lusakas Crystal-Waffen werden trotzdem was wert sein. Hernes-Waffen werden definitiv was wert sein für alle AOE-Spieler. Ist ja an für sich auch gar nicht so schlecht. Ist immer noch besser, als wenn es keine Option gäbe. Und Infernal Wilds müsste ja sogar relativ gut droppen. Auf dem FEC. Theoretisch. Zumindest besser als Cursed. Hoffentlich. Wie lange mache ich schon YouTube, Elisa? Seit 2012. Wird dann ja eine FEC Goldwaffe deutlich kniffliger sein als bisher? Nein, weil die Droprate von Behemoth-Waffen ist extrem gut. Es wird eher so sein, dass weniger Leute sich noch krasser die Taschen voll machen werden. Also es wird wahrscheinlich der FEC mit der größten Kluft zwischen Arm und Reich. Weil Anku-Waffen droppen extrem gut. Viel zu gut, meiner Meinung nach. Also zumindest viel zu gut für den FEC. Also am Tag, es werden jeden Tag mehrere Anku-Waffen gedroppt. Mindestens 2, würde ich jetzt mal schätzen. Also mindestens eine an schlechten Tagen und an vielen Tagen locker 2 oder vielleicht sogar mehr. Als der Dungeon neu war, wurden an einem Tag locker 5 Waffen gedroppt. Teilweise. Und wenn du das mal 3 nimmst, also das ist jetzt nur die Zahlen von Borodeng, das musst du dann nochmal 3 nehmen, wegen dreifacher Droprate. Und dann auch noch mal, es werden mindestens 5-mal so viele Runs stattfinden wie auf Borodeng. Also mal 3 mal 5. Und dann bist du halt bei 20 Waffen pro Tag und das ist halt viel krasser als, das ist halt, also ist nicht viel krasser, das ist eine komplett andere Dimension als die Lusakas Crystal-Waffen bisher. Und das heißt, am Anfang natürlich sind die Waffenschweine teuer, ist ja klar, erste Waffe ist immer teuer und so. Aber die werden relativ schnell sinken. Und das heißt, die Leute, die die ersten 1000 Runs machen, also die Leute, die die schnellsten, höchsten, stärksten sind, also größtenteils Hardcore-Cacher, die werden sich ja die Taschen voll machen bis zum geht nicht mehr. Und bis dann mal, das was ich gerade gesagt habe, bis dann mal die Casuals und die Free-to-Play-Spieler, also die breite Masse mal überhaupt Anku farmen kann, weil sie dann überhaupt erstmal das Equipment haben, damit du da überhaupt reingehen kannst.
bis die mal in dem Dungeon angekommen sind, wird es halt schon so viele Behemoth-Axes und so weiter geben. Ich meine, die werden immer teuer sein, aber kein Vergleich zu Lusakas Crystal bisher. Weil Anko-Waffen einfach viel häufiger droppen. Das ist einfach so. Also, ich weiß nicht, wie sich das genau auf den Preis auswirken wird, aber es müsste eigentlich so sein, dass die viel günstiger sind, vor allem am Ende des Servers, als bisher die Lusakas Crystal-Waffen, weil sie halt auch viel unseltener sind. Also so krass so krass kannst du die Märkte gar nicht manipulieren, dass das nicht eintreten wird. Das ist unmöglich. Also so krass kann keiner die Märkte manipulieren, dass du diese Drop-Rate, diese viel zu krasse, in Anführungszeichen, oder viel krassere als Wilds, dass du die verschleierst sozusagen. Indem du irgendwie absichtlich Items nicht verkaufst oder aufkaufst oder whatever. Das wird nicht funktionieren. Dafür wird einfach zu viel droppen. Außer sie ändern halt was an den Drop-Verhältnissen. Glaube ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht. Aber maybe.